Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, Themen, die ich für euch habe. Emirates Economy Class, da gibt es jetzt eine Halsbanane im Stuhl integriert, gucken wir uns an. Dann haben wir die erste 777X, ja, sie ist ohne zu fliegen verschrottet worden. Dann haben wir Heidi-Bahn Zürich, da gab es einen, nennen wir es einfach mal, Ausfall und man war gefangen. Und ich habe noch ein viertes Thema, und zwar das vierte Thema, wo ist es denn jetzt? Jetzt, wenn man es sucht, dann findet man es nicht. Und zwar, habe ich natürlich einmal nicht aktualisiert, doch hier ist es. 777-9er haben wir noch eine Meldung, und zwar über ETOPS, Engine Starts or Passenger Swims. Was das bedeutet, ETOPS 180 bei der Zertifizierung. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und natürlich aufs School zu kommen und dort zu diskutieren. Das erste Thema ist die 777X und ETOPS 180. Boeing hat ja 4 von 5 Kapiteln in der finalen Type Inspection Authorization für die 777-9 absolviert und sogar abgeschlossen. Die geplante Markteinführung 2027 rückt damit näher und näher. Und damit möchte man jetzt erstmal als Start eine ETOPS von 180 haben. Eine Erweiterung nach dem Betriebsstart ist vorgesehen. Was heißt überhaupt ETOPS? Das ist Extended Twin Operations Procedure, wenn ich das richtig im Kopf habe. Heißt also Engine Starts or Passenger Swims, dass man also maximal 180 Minuten vom nächsten Flughafen wegfliegen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man über den Atlantik fliegt, dass man relativ nah oben den Bogen fliegen kann. Als Beispiel, die A350 hat einen viel größeren, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das? Und zwar hat ein ETOPS von 370 Minuten. Also das heißt, man kann 370 Minuten weg vom Flughafen fliegen. Natürlich befindet sich die A350 schon jahrelang im Linienbetrieb, deshalb hat man Erfahrung und hat damit dann natürlich auch logischerweise wesentlich mehr in der Zertifizierung schon gemacht. Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass die genehmigten Routen damit halt für die 777X 180 Minuten Flugminuten vom Ausweichflughafen vom nächsten entfernt sein dürfen. Was das praktisch bedeutet, ist, dass es nur 3 Stunden weg, also 180 Minuten sind ja 3 Stunden, nur 3 Stunden weg sein darf. Die Maschine kann weiterhin sehr lange Interkontinentalflüge absolvieren. Entscheidend ist, ob entlang der Route ausreichend Ausweichflughäfen sind. Besonders relevant ist das Ganze natürlich über den Pazifik, südlichen Indischen Ozean, abgelegene Polarregionen, Teilen des Südatlantiks. Auf vielen klassischen Transatlantik- und Eurasien-Strecken sollte ETOPS kein Problem sein, da es gut handelbar ist. Warum startet Boeing da konservativ? Warum geht man da nicht ran und sagt, hey, da machen wir was ganz anderes? Nein, es ist ganz einfach so, weil eine spätere Erweiterung ist natürlich relevant, wie zuverlässig sind die Triebwerke. Elektrische, hydraulische Systeme, Feuerunterdrückung im Frachtraum, redundante Stromversorgung, betriebliche Erfahrungen der Airlines logischerweise. Und es ist natürlich auch eine Reduzierung des Zulassungsrisikos für die Erstzulassung, ganz einfach. Damit kann man die Flugzeuge direkt wegbekommen. Für uns als Passagiere heißt das so, dass wir das kaum merken. Und einzelne Routen können natürlich leicht länger sein, aber es ist jetzt kein großes Drama. Leicht höherer Treibstoffverbrauch, geringere Nutzlast, zusätzlich einige operative Einschränkungen eventuell. Fazit ist natürlich, dass die 777-9 sich jetzt dem Zulassungsende nähert und damit also endlich in den Betrieb gehen kann. Und ETOPS 180 ist ein konservativer, aber grundsätzlich praxistauglicher Test. Also ist jetzt nicht so dramatisch. Für einige abgelegene Strecken bleibt der 350-1000er wesentlich flexibler, muss man Ehrlichkeit halber sagen. Der entscheidende Maßstab wird sein, ob Boeing die Auslieferung 2027 tatsächlich erreicht und die ETOPS-Zulassung dann zügig erweitert werden kann. Was sagt ihr als Armchair-CEOs einer Airline? Ist für euch 180er ETOPS ein vernünftiger Zwischenschritt oder nach jahrelanger Verspätung eine Schwäche für die 777-9? Bin ich mal gespannt, was er sagt. Dann gibt es noch eine Nachricht über die 777-9. Die erste ist schon verschrottet worden, obwohl sie nie geflogen worden ist, beziehungsweise sie ist zerlegt worden, biologisch einwandfrei oder wie heißt das so schön, nach Produktionsstandard zerlegt oder so. Und die WH007 entsprach einem früheren Produktionsstandard. Das heißt also, das Flugzeug
wäre eine Bastelbude geworden. Die Kennung war auch WH007, also die Kennung. Das war die je 7. gebaute 777X. Fertigstellung war am Juli 2019. Geplanter Kunde war übrigens Emirates, weil man an den Wingtips gesehen hat, das Emirates-Logo und an den Flügelspitzen, die klappbar sind. Das Flugzeug ist eins von, so sagt man, 30 Flugzeugen, die schon gebaut worden waren, nach einem früheren Konfigurationsstandard. Und diese müssten dann geändert werden, nennt sich dann Change Incorporation. Und da gibt es ein eigenes Team bei Boeing, das sich um nichts anderes kümmert, als dieses zu tun. Jetzt ist die Frage, warum wurde die Bude verschrottet? Vorproduzierte Flugzeuge werden teilweise gebaut, bevor die endgültige zertifizierte Konfiguration steht. Klar, logisch. Aber es haben sich halt Anforderungen geändert. Struktur, Bauteile, Verkabelung, Software, Kabinensysteme, Brandschutz, Triebwerks- und Steuerungssysteme, Zulassungsanforderungen. Und je stärker ein frühes Flugzeug vom Serienstand abweicht, desto teurer wird natürlich die Anpassung. Und nach 6 Jahren Standzeit kommen weitere Faktoren hinzu. Alterung, Korrosion, Konservierungsaufwand, Austausch zeitkritischer Komponenten. Und da muss natürlich alles dokumentiert werden. Der Umbau muss dokumentiert werden, erneute Prüfung, Abnahmearbeiten. Und damit ist es so, dass wahrscheinlich die Teileverwertung und die Zerlegung wirtschaftlicher sind als eine Aufrüstung. Ja, natürlich ist es symbolisch ungünstig, dass die 777X, die nie geflogen ist, verschrottet wurde. Aber es ist halt wirklich Kapital, also es ist eine wirtschaftliche Entscheidung für Boeing. Und da kann man jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie ästhetisch wertvoll aussieht oder nicht. Emirates ist natürlich der wichtigste Kunde, aber man hat genug Flugzeuge, die man denen noch geben kann. Und ich denke mal, dass man da dieses Flugzeug dann nachbaut. Und auch Lufthansa hat natürlich, der ursprünglich Erstkunde werden sollte und wird, auch keine Auswirkungen darauf. In Frankfurt werden die Airline ebenfalls seit Jahren auf das Flugzeug Verzögerung. Ist klar, man will ja Ersatz älterer Vierstrahler und so weiter. Als Fazit ist natürlich so, dass man das Ganze als Symbol nehmen kann für die Verzögerung und auch für die extremen Kosten, die das 777X-Programm bei Boeing ausgelöst haben. Und wirtschaftlich kann die Zerlegung trotzdem vernünftiger gewesen sein als ein jahrelanger komplizierter Umbau. Und niemand hätte so eine Bastelbude haben wollen. Das größere Risiko liegt allerdings bei den 30 weiteren Buden, die da stehen. Boeing muss nun Zertifizierung, Nacharbeit und Serienhochlauf gleichzeitig bewältigen. Würdet ihr als Fluggesellschaft ein umfassend nachgerüstet früher 777X akzeptieren oder ausschließlich ein neu gebautes Serienflugzeug verlangen? Wichtige Frage des Tages. Könnt ihr beantworten. Armchair-CEOs sind gefragt. Dann haben wir als drittes Thema die Heidi-Bahn. Ich in Zürich mag das natürlich, Terminal E mit der Heidi-Bahn fahren. Ich finde es mal lustig mit der Musi und so. Und aufgrund einer technischen Störung blieb diese mitten auf der Strecke im Tunnel stehen. 50 Passagiere circa warteten etwa 20 Minuten auf die Feuerwehr und liefern anschließend ungefähr 200 Meter durch den Tunnel ins Freie bzw. zu einem sicheren Bereich. So, betroffen war die Sky Metro zwischen dem Hauptgebäude und dem Dock E logischerweise. Die Verbindung ist umgangssprachlich ja Heidi-Bahn, weil da ja diese Heidi-Geschichten drin ablaufen und dann sind, ihr kennt sie, ich brauche nicht drauf eingehen. Ja, Ursache war halt eine technische Störung. Wartezeit bis zum Eintreffen der Feuerwehr war 20 Minuten. Die Evakuierung waren die 200 Meter, die man durch den Tunnel gelatscht ist. Dauer der Evakuierung waren allerdings nur weniger als 10 Minuten, also das heißt eine halbe Stunde. Jetzt ist die Frage, hätte das nicht schneller gehen müssen? Stell dir mal vor, da wäre irgendwas. Also 20 Minuten finde ich schon ein bisschen lang, dass die Feuerwehr da gebraucht hat. Das nur so als. Aber ich will jetzt mit dem Fazit nicht vorgreifen, deshalb lass uns mal weitergehen. Man sagt am Flughafen, dass die Leute aus dem Flugzeug gekommen sind und alle als Endziel Zürich hatten, was ich bei Terminal E eher als unwahrscheinlich empfinde, weil doch viele Leute Zürich als Connecting-Flughafen nehmen. Aber in dem Fall soll halt keiner seinen Flug verpasst haben, was natürlich heißen kann, dass einige vielleicht genug Zeit hatten dazwischen, nur so als Randbemerkung. Die Störung wurde schnell behoben, das Fahrzeug wurde anschließend bei Fernsteuerung in die Station gezogen und überprüft. Und die rund 1 Kilometer lange Strecke führt unter einer Start- und Landebahn hindurch, denn die Fahrt dauert ja normalerweise auch nur wenige Minuten. Deshalb also nochmal als Fazit. Der Vorfall endet ohne Verletzte, einfach die ist nur stehen geblieben, also gut gelaufen, ohne gemeldete Flugversäumnisse. Die eigentliche Evakuierung verlief zügig und kontrolliert. Response Time können wir ein bisschen drüber streiten.
Prüfwürdig ist die nämlich allemal und die Kommunikation, die Aussage zur Zusammensetzung der Passagiere ist auch meiner Meinung nach fraglich. 50 Leute, dass alle da nach Zürich wollten, international. Komischer Zufall. Ja, bei einer zentralen Flughafenverbindung ist nicht nur technische Zuverlässigkeit, sondern natürlich auch ein belastbares Ersatzkonzept entscheidend. Mit den Bussen haben wir ja in München auch öfters gehabt, also insofern da hätte man an der Responsezeit und an allem arbeiten können, aber hey, who am I? Deshalb sind 20 Minuten Wartezeit bei der festgesteckten Flughafenbahn akzeptabel oder muss die Rettung deutlich schneller beginnen? Da könnt ihr was zu antworten. Und jetzt geht es zurück zu Emirates, 777 Emirates, jetzt Emirates bei dem Thema Economy Class Sitz. Die haben einen neuen Kopfstützentyp und zwar Halskrause eingebaut, also eine Nackenstütze. Ich werde da mal so ein Bild einfügen, hier. Und zwar ist das so, das ist das U-Dream Headrest im Zusammenhang mit dem Z400-Sitz von Safran. Der soll eingesetzt werden für den A350er, Airbus 380 Nachrüstung. Die meisten nachgerüsteten 777 sollen es bekommen, alle bestellten 777X natürlich und derzeit bereits in 3 A350ern installiert. Bis Ende 2026 sollen alle 350er nachgerüstet sein. Verstellmöglichkeiten sind vertikale Höhenanpassung, Neigung, Verstellung nach innen, klappbare Seitenflügel, Anpassung an verschiedene Körpergrößen. Und das Ziel ist, dass der Kopf und der Nacken gestützt wird. Das ist ja diese komische Hörnchengeschichte, wenn Leute in der Economy Class versuchen zu schlafen, dass der Kopf dann nicht beim Nachbarn oder so endet. Und soll halt das seitliche Kippen reduzieren und Verfallen des Kopfes beim Schlafen begrenzen. So ist das Vorfallen des Kopfes begrenzen. Lässt sich so der persönliche Raum vergrößern? Nein. Aber die Vorteile überwiegen. Man hat eine bessere Schlafposition, weniger seitliches Wegkippen, möglicherweise weniger Nackenverspannung. Ein bisschen Schmerzen habe ich bei der Höhenverstellung oder bei der Größenverstellung. Ich muss mal so ausprobieren selber, wobei ich fliege ja eigentlich gar nicht Economy, wie ihr wisst. Passt das mal bei einer Körpergröße überhaupt? Und die Frage ist dann ganz klar, ob das für kleine oder für große einfach passt oder einfach nur ein Kompromiss ist. Und Emirates positioniert sich ja stark fürs Langstreckenerlebnis und deshalb finde ich das sehr gut, dass sie da solche Innovationen machen. Denn die meisten Passagiere sind ja ehrlicherweise nicht in der Premium-Kabine, muss man so ehrlicherweise auch sagen, deshalb ist das schon okay. Aber was natürlich echte Verbesserungen wären, das muss man ja auch mal erwähnen in dem Zusammenhang, ist ja jetzt nicht nur diese Kopfstütze, Kopfkrause, sondern Sitzabstand, Sitzbreite, Polsterung, Platz unter dem Vordersitz, Neigungswinkel, Kabinenlärm, Temperatur, Servicequalität. Das sind alles Sachen, wo man noch aktiv was machen könnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass das keine Verbesserung ist, aber da sind Felder, wo man verbessern könnte, ne? Also insofern können wir als Fazit nehmen, U-Dream ist eine vergleichsweise kleine, aber potenziell sinnvolle Verbesserung, ganz klar. Der Nutzen wird davon abhängen, wie bequem, robust und vor allem hygienisch diese Konstruktion ist, weil ich weiß jetzt nicht ehrlich, ob das so, na egal, wenn das schon, aber lass uns da nicht drauf eingehen. Die geplante Einführung in großen Teilen der Flotte macht daraus mehr als einen begrenzten Produkttest und eine Kopfstütze ersetzt aber trotzdem nicht die ausreichende Beinfreiheit, noch einen ergonomischen Grundsitz oder einen guten Service. Das muss man auch ganz klar so sagen. Deshalb die Frage des Tages an euch, was wäre euch in der Economy wichtiger, die U-Dream Kopfstütze oder 2 cm Beinfreiheit? Ich könnte euch ganz klar sagen, 2 cm. Ich weiß, es ist ein feuchter Traum, weil natürlich da zu viel Geld verloren geht, dass die da das nie machen würden. Deshalb okay. Als Gesamtfazit der Sendung kann man wirklich sagen, die 777X prägt gleich mehrere Themen, die wir heute hatten. Einmal natürlich das Thema der finalen Zulassungsphase, aber auch mit dem ETOPS. Im Vergleich zu der 350-1000 ist es durchaus begrenzt. Die Verschrottung der WH007 macht die finanziellen und industriellen Folgen der jahrelangen Verzögerung natürlich ganz klar sichtbar und als Mahnmal, man hätte sie ja vielleicht auch benutzen können für ein Ausstellungsstück, ich weiß es nicht. Aber rund 30 frühere Flugzeuge, die man gebaut hat, sind jetzt halt sehr aufwendig zu optimieren. Emirates plant ja parallel die Kabinenprodukt für die künftige 777X-Flotte mit der U-Dream. Und damit möchte man ja auch ein Merkmal haben, was Komfort bringt, also ein Vorteil wieder für Emirates. Und der Zwischenland mit Zürich zeigt, dass auch kurze automatisierte Flughafenverbindungen robuste Notfall- und Kommunikationsabläufe brauchen. Übergreifend geht es natürlich darum, dass die Lücke zwischen Planung und betrieblicher Realität bei Flugzeugzulassung, Vorproduktion, Flughafeninfrastruktur und Kabinenkomfort.
Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch aufs School zu kommen und zu diskutieren. An dieser Stelle nochmal sei erwähnt, ihr könnt die Fragen des Tages beantworten. Und zwar, was ist wichtiger, die U-Droom Kopfstütze oder 2 cm mehr Beinfreiheit? Klar, das ist eine wichtige Frage, ist aber nur die zweite Frage. Die wichtigere Frage, würde ich sagen, würdet ihr als Airline eine frühere 777X akzeptieren und ist ETOPS 180 zum Start vernünftig? Also, bis dann. Ciao.